Ich stelle dir jetzt den FC als Baustein vor, beziehungsweise als Codeblock. Er ist der einfachste Baustein, der kein Gedächtnis hat. Der FC wird genutzt, um Code auszuführen. Man sagt dazu Sofortlogik oder wenn man Sachen berechnen möchte. Wenn du einen Baustein mit Gedächtnis benötigst, dann musst du einen FB verwenden. Den stelle ich dir in einem anderen Video vor. Ich füge zuerst einen FC hinzu. Ich nenne ihn der FC. Wählen auch FUB aus und die Nummerierung ist in diesem Fall egal. Nehmen wir die automatische Nummerierung und dann bekommt er die Nummer 1. Okay, und eröffnet sich sofort. Das Ziel des Bausteines ist, eine Motorfreigabe zu generieren. Die Motorfreigabe ist im ersten Schritt abhängig von der Schutztür und vom Nothalt. Dafür brauchen wir 2 Eingangsvariablen, die wir über die Bausteinschnittstelle deklarieren können. Also die erste Variable, In-Variable heißt Tür geschlossen und ist vom Typ Bool. Da brauchen wir jetzt weiterhin nichts machen. Die zweite Variable ist Nothalt okay. Die ist auch vom Typ Bool, also auch wieder Enter. Hier brauchen wir nichts feststellen. Als Output-Variable schreiben wir die Motorfreigabe rein. Jetzt haben wir die Schnittstelle für die Input-Variablen und für die Output-Variablen fertig. Diese Input-Variablen und die Output-Variable sehen wir nachher im Main, wenn wir den FC aufrufen. Das werde ich jetzt erstmal tun. So, der Main steht noch in COP. Stellen wir um in FUB. Und jetzt können wir per Drag and Drop den FC hier reinziehen. Und hier sieht man, das sind genau die Variablen, die wir hier im FC reingeschrieben haben. Ich könnte jetzt eben die Variable verändern. Wir sehen, dass der eben entsprechend hier rot wird. Und wir können durch konsistente Bausteine aktualisieren, können wir hier einmal raufklicken und wir sehen, dass sich die Variable hier angepasst hat, so wie sie hier eben auch geschrieben ist. Das ändere ich natürlich wieder. Den Baustein anwählen und dann kann man hier auch die Shortcuts ausführen. Erst im Main arbeiten wir mit den Hardware-Adressen und Tür geschlossen und Nothalt okay habe ich hier schon mal vorbereitet als Eingänge und wie du siehst, ist hier i10.0 und i10.1. Das sind die richtigen Hardware-Adressen von der CPU. Jetzt fügen wir nochmal den Ausgang hinzu, einfach per Drag and Drop hinzufügen. So, jetzt haben wir die Schnittstelle einmal vom FC deklariert. Wir haben den Baustein im Main aufgerufen und wir haben schon die Adressen, die von außen reinkommen, an unseren FC rangehängt bzw. angeschlossen. Und jetzt geht es schon ans Programmieren. Wir machen den FC wieder groß und jetzt können wir auch schon mit dem Programmieren beginnen. Wir fügen einen Und-Gatter hinzu, dann die Tür geschlossen, also die Tür muss geschlossen sein und der Nothalt muss okay sein. Das führt zu der Motorfreigabe. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Also Tür geschlossen und Nothalt okay ergibt unsere Freigabe. Das Programm können wir jetzt einmal übersetzen. Wir sehen, dass wir keine Fehler, 0 Warnung haben und das ist super. Ich habe jetzt eine virtuelle CPU offen, da können wir das Programm jetzt reinladen und auch einmal online gehen. Jetzt gehen wir erst einmal im Main, da gucken wir mal, ob die Eingänge tatsächlich kommen. Jetzt schalte ich über die Beobachtungstabelle die Eingänge ein und aus. Ich kann jetzt über eine Beobachtungstabelle die Eingänge auf True schalten oder eben wieder auf False. Haben wir jetzt mit Tür geschlossen. Man sieht, wie sich hier der Wert auf True verändert hat. Genauso jetzt bei Nothalt und Motorfreigabe müsste dann auf True wechseln. So, das hat gepasst. Jetzt schauen wir uns nochmal das Innere vom FC an. Jetzt haben wir beide nebeneinander und jetzt schalte ich nochmal den Tür geschlossen. Habe ich jetzt auf False gesetzt und der geht rein in unseren FC und das ist unser FC und ich kann ihn ein- und ausschalten. Und wie man sieht, wird dann das Verknüpfungsergebnis. Wenn beide jetzt hier auf True sind mit dem Und-Gatter, kommt die Freigabe. Die ist auch True, jetzt ist sie False. Das kann ich auch mit der anderen Variable machen. False, Nothalt okay, wird durchgereicht in den FC und wieder auf True und das Verknüpfungsergebnis ist wieder True und wird hier als Motorfreigabe ausgegeben. Die Bausteinschnittstelle des FCs bietet noch weitere Möglichkeiten, die wir uns jetzt
einmal anschauen. Wir haben zum Beispiel die Temp-Variable. Die Temp-Variablen behalten ihren Zustand nur für einen Bearbeitungszyklus. Das bedeutet, dass der FC vom Main aufgerufen wird, bearbeitet wird und wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, vergisst er den Zustand der Temp-Variablen. Erst wenn der Baustein wieder aufgerufen wird, wird diese Variable, also die Temp-Variable, neu beschrieben. Und das Verknüpfungsergebnis ist dann nur für einen Zyklus True oder False. Das möchte ich hier an einem kleinen Beispiel einmal zeigen. Wir erweitern das Programm, indem wir noch abfragen, ob der Motorschutz auch okay ist. Und dann erst wird die Freigabe für den Motor gegeben. Den Motorschutz und die Sicherheitskette, also Tür geschlossen, Nothalt okay, trennen wir voneinander. Das heißt, das Netzwerk 1 nennen wir Sicherheitskette. Für die Sicherheitskette stellen wir nun eine Temp-Variable, die Temp-Sicherheit okay heißt und vom Typ Bool ist. Die Temp-Variable wird true, wenn Tür geschlossen und Nothalt okay true sind. Das bedeutet, wir können die Motorfreigabe durch die Temp-Variable ersetzen. Und in das Netzwerk 2 kommt nun die Motorfreigabe. Und die Motorfreigabe ist jetzt abhängig von der Temp-Sicherheit okay und vom Motorschutz. Das ist wieder ein Eingang. Motorschutz okay. Der Motorschutz kommt jetzt hier in das Netzwerk an den zweiten Eingang des Ungatters. Wir ziehen noch eine Zuweisung für die Motorfreigabe. Wir laden das neue Programm in die Steuerung und schauen, was passiert. Schalten den Motorschutz auf True. Wir sehen, dass die Variable hier auf True gegangen ist. Wir sehen aber, dass die Temp-Sicherheit okay noch auf False ist, aufgrund dessen, dass die Tür geschlossen und Nothalt okay, diese beiden Eingänge noch kein True-Signal haben. Das ändern wir jetzt mal. Tür geschlossen ist okay und Nothalt ist auch okay. Jetzt ist das Verknüpfungsergebnis True, wird hier über die Temp-Variable nach unten gereicht und nun ist auch das Verknüpfungsergebnis auf True und die Motorfreigabe wird erteilt. Wenn wir jetzt den Motorschutz fortsetzen, wird die Freigabe wieder weggenommen. Also wieder einschalten, Motorschutz okay, Freigabe erteilt, Tür geschlossen beispielsweise ist eben nicht geschlossen. Also gibt ein Fortsignal, setzt wieder unsere Temp-Variable zurück. Diese Temp-Variable wird hier abgefragt. Und das Verknüpfungsergebnis ist dann negativ und die Motorfreigabe wird wieder entzogen. Nun kommen wir zu der goldenen Regel bei der Verwendung von Temp-Variablen. Da die Temp-Variablen für nur einen Zyklus ihren Wert behalten, also wenn wir jetzt das Signal hier wieder auf True setzen, ist dieses Signal immer nur für einen Durchlauf des Programms vorhanden und im nächsten Aufruf des Bausteins wird diese Variable wieder beschrieben. Also das heißt, jedes Mal beim Aufruf muss diese Variable beschrieben werden, damit sie hier zur Verfügung steht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir dieses Netzwerk unter dem Netzwerk 2 positionieren, wird diese Variable niemals true. Auch das können wir einmal kurz simulieren. Das heißt, wir ziehen einmal das Netzwerk hier runter. Wir sehen, dass die Motorfreigabe nun im ersten Netzwerk ist und die Temp-Sicherheit okay hier unten im zweiten Netzwerk. Das müssen wir jetzt erstmal nochmal reinladen. Ich mache das wieder schön groß. Wir sehen, dass die Temp-Sicherheit okay die Variable auf true ist. Die Problematik ist aber, dass sie hier oben nicht auf true ist. Also das bedeutet, eine Temp-Variable muss in jedem Zyklus erst beschrieben werden, bevor sie abgefragt werden kann. Das ist hier leider nicht der Fall. Würden wir das hier jetzt so belassen, würde die Motorfreigabe niemals erteilt werden und wir können den Motor nicht starten. Das bedeutet, wir müssen das Netzwerk 2, das jetzige Netzwerk 2, wieder als Netzwerk 1 machen, damit die Temp-Sicherheit okay für unsere Motorfreigabe eben zur Verfügung steht. Das mache ich jetzt nochmal. Wieder hier runterziehen, einmal reinladen und schon können wir sehen, Tür geschlossen, Nothalt, die Temp-Sicherheit okay ist true, wird hier weitergereicht, Motorschutz ist auch okay und die Motorfreigabe ist auch auf true. Warum die Darstellung hier so schön grün ist und hier nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sieht man, dass das Verknüpfungsergebnis hier eben grün ist. Entsprechend wissen wir, dass diese Variable true ist. Ich kann nochmal die Online-Ansicht neu starten. Jetzt funktioniert es. Wer weiß, woran das liegt, kann mir gerne in den Kommentaren das Problem beschreiben und vielleicht auch nochmal einen Lösungsansatz. Wir sehen jetzt auch hier, dass das Verknüpfungsergebnis auch nicht grün angezeigt wird. Also irgendwas ist hier in der Darstellung nicht ganz schön.
Da dieser Baustein nur für die Motorfreigabe zuständig ist, können wir auch den Return-Wert, also Red Value, hier verwenden. Das bedeutet, dass wir uns die Motorfreigabe, den Ausgang, sparen können. Ich verwende den Return-Wert meistens nicht. Ich nutze wirklich die Output-Variablen, aber damit wir eben auch tatsächlich mal sehen, wofür der Return-Wert ist, wollen wir den hier jetzt einmal verwenden. Da wir ja nur ein True oder False benötigen, ändern wir erstmal die Variable hier in ein Bool-Wert. Die Motorfreigabe kopiere ich mir oder schneide ich aus und lösche den Ausgang. Jetzt, wo wir den Output gelöscht haben, sehen wir hier, dass die Zuweisung Output 1 rot ist. Dann ziehen wir uns den Return-Wert hier auf die Zuweisung. Jetzt steht hier noch der FC, der ist identisch mit dem Namen des FCs. Das können wir jetzt auch nochmal ändern. Gehen in die Eigenschaften. Auch das müssen wir jetzt wieder reinladen. Können jetzt online gehen. Wir sehen, dass die Motorfreigabe auf True ist. Das liegt daran, dass wir von den Eingängen ja nichts ausgeschaltet hatten und entsprechend wird auch wie im vorhergehenden Beispiel sind die Variablen hier auf True. Verknüpfungsergebnis ist True. Temp-Sicherheit okay, wird durchgereicht und wir gehen hier jetzt auf unseren Return-Wert Motorfreigabe FC und der wird uns als Red Value hier als einziger Ausgang vom FC zur Verfügung gestellt und wir weisen den Hardware-Ausgang, also die PLC-Variable Motorfreigabe Q10.0 zu. Die Schnittstelle des FCs bietet uns auch noch In-Out-Variablen. Ich zeige dir jetzt ein Beispiel, wofür man diese In-Out-Variablen verwenden kann. Ich möchte eine weitere Sicherheitsfunktion einbauen und zwar hat der Bediener die Möglichkeit, die Motordrehzahl auch einzustellen, aber die Motordrehzahl darf nicht über 1000 Umdrehungen pro Minute sein. Durch einen Bedienerfehler kann es aber sein, dass die Geschwindigkeit höher eingestellt wird, bzw. größer eingestellt wird. Und wir wollen nun nicht die Motorfreigabe dadurch wegnehmen, dass der Motor anhält, sondern wir begrenzen einfach die Motordrehzahl. Also der Bediener stellt zum Beispiel 1100 Umdrehungen ein. Wir begrenzen die Geschwindigkeit aber auf 1000 Umdrehungen. Die In-Out-Variable ermöglicht es uns, dass wir die Variable einlesen, dann eben entsprechend eine Logik bauen im FC und dann über die In-Out-Variable, wenn die Geschwindigkeit zu groß eingestellt wurde, auf 1000 Umdrehungen begrenzen und die wieder eben ausgeben, genau in die gleiche Variable. Also wir holen uns einmal die Variable, also die Variable rein mit der Geschwindigkeit, die vorgegeben wird. Motordrehzahl. Diesmal ist die nicht von Typ Bool, sondern als Integer, also Ganzzahl. Und diese Motordrehzahl müssen wir jetzt einmal vergleichen. Dafür gehen wir jetzt in Netzwerk 3, gehen unter Anweisungen und holen uns einen Vergleich, größer gleich. Und wir vergleichen unsere Motordrehzahl mit, hier ändert sich dann auch gleich, dass es ein Integer ist, mit dem Wert 1000. Wenn wir nun den Wert 1000 hier reinschreiben, wissen wir nicht, was das nun tatsächlich ist. Dafür haben wir jetzt auch eine Möglichkeit und zwar nutzen wir hier jetzt die Konstanten und schreiben da rein Max Motordrehzahl. Und das ist auch vom Typ Integer und der Default-Wert, also unsere Vorgabe ist 1000. Und jetzt ziehen wir die hier einfach rein und wir haben Max Motordrehzahl. Jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, was der Wert hier aussagt. Also es ist die maximale Motordrehzahl. Ich finde es persönlich schöner, wenn wir hier eben auch tatsächlich einen Wert sehen, beziehungsweise eine Variable, woraus sich schließen lässt, was der Wert aussagt. Das ist jetzt ein Vergleicher. Ist der Wert, den wir hier einlesen, größer als der Wert oder eben gleich? Das ist ein einfaches Verknüpfungsergebnis. Es kommt hier also ein Bool-Wert raus. Wir machen also eine Zuweisung und können hier wieder eine temporäre Variable einfügen. Die wird jetzt ein bisschen lang. Man kann es natürlich auch sich ein bisschen kürzer fassen. Also das ist Motordrehzahl über Max, soll das heißen. Ziehe ich hier rein, ist ein Typ vom Typ. Und nun wissen wir mit dem Vergleicher, ob die
maximale Drehzahl von 1000 Umdrehungen überschritten wurde. Netzwerk noch benennen. Nun müssen wir noch sagen, wenn die Drehzahl überschritten ist, müssen wir ja auch der In-Out-Variable wieder den Wert 1000 geben, damit eben nicht die 1100, die der Bediener eingestellt hat, tatsächlich an den Motor übergeben wird. Dafür benötigen wir jetzt einen Move-Befehl, den finden wir unter Verschieben, ziehen den hier rein, nehmen hier wieder unsere Konstante, also den Wert 1000. Wenn eben dieses Verknüpfungsergebnis, also diese Variable Temp Motordrehzahl über Max ist, dann nehmen wir diesen Wert und schieben den hier in den In-Out. Und so werden die 1100 Umdrehungen, die der Bediener vorgibt, erkannt, dass es über dem Maximaldrehzahlwert ist. Und wenn das der Fall ist, wird das hier enabled und die 1000 Umdrehungen, die maximal möglich sind, werden wieder in die In-Out-Variable Motordrehzahl überschrieben. Den Baustein können wir jetzt übersetzen. Das passt. Einmal das Projekt übersetzen. Hier haben wir Fehler in Netzwerk 5. Wir sehen, dass wir hier noch die In-Out-Variable beschreiben müssen. Ich habe die schon mal angelegt. Motordrehzahl. Und das ist ein Eingangswort Integer im Adressbereich 200. Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Eine Warnung. Das passt. Reinladen und ausprobieren. Ich habe schon mal einen Wert vorgegeben von 1100 Umdrehungen. Wir sehen, das Verknüpfungsergebnis ist also true. Die Drehzahl ist über dem Maximalwert. Das ist der Enable-Eingang, dass eben entsprechend der Move-Befehl ausgeführt wird und die 1000 Umdrehungen in die In-Out-Variable geschrieben werden. Wir können uns im Main anschauen. Wir sehen, die 1100 Umdrehungen gehen rein und rauskommt aus dem Baustein die 1000 Umdrehungen. Ich kann jetzt nochmal den Wert anpassen. Gehen wir auf 500. So, jetzt. Und 500 ist nicht über die möglichen 1000, also gibt er 500 raus. Ich stelle mir immer die Frage, ist denn jetzt wirklich der IW200, also der Hardware-Eingang, wenn wir die 1100 oder 1200, mache ich mal, hier reingeben und die 1000 wieder aus dem Ausgang rausgehen, hier in das Eingangswort reingeschrieben werden, sind jetzt die 1200 oder die 1000 in dem IW200 jetzt im weiteren Verlauf des Programms vom Main? Das ist jetzt die Frage, die ich mir jetzt stellen würde. Und um das zu überprüfen, können wir uns ja einen Baustein zum Testen hier reinziehen und gucken, wenn wir den IW200 wieder hier einlesen, ob der Wert eben entsprechend auch 1000 entspricht oder wieder die 1200. Dafür stelle ich mir jetzt einen neuen Baustein, wieder im FC. Ich nenne ihn Test und ich möchte jetzt die maximale Drehzahl oder Drehzahl einlesen. Übersetze ihn mir, gehe wieder Main und setze mir den in Netzwerk 6. Holen wir nochmal die Eingänge, Motordrehzahl. Jetzt halt wahrscheinlich natürlich vom Typ Integer. Laden das rein, schauen online. Und wir sehen, wir haben die 1200, lesen wir hier ein. Der Baustein sagt, ne, sind nur 1000 möglich. Also geben wir hier wieder die 1000 raus, schreiben das tatsächlich in den IW200 und im weiteren Verlauf ist der IW200 mit dem Wert 1000 beschrieben. Und wir können es dann weiter in den Baustein bzw. im Programm dann eben verwenden. Aber das auch wieder wie bei temporären Variablen erst nach diesem Baustein. Das können wir auch nochmal testen. Also hier rein, nochmal einen Eingang reinladen und wir sehen, vor dem Baustein ist IW 200 noch 1200 groß. Hier lesen wir ein und sagen, nee, darf nur 1000 Umdrehungen pro Minute sein. Und im weiteren Verlauf ist die Variable bzw. der Hardware-Eingang IW 200 mit 1000 beschrieben. Wenn ihr eine andere Möglichkeit oder die In-Out-Variablen für was anderes einsetzt, schreibt mir das auch bitte in die Kommentare. Vielleicht hilft mir das auch weiter. Und für was verwendet ihr dann noch die Konstanten? Oder nutzt ihr die gar nicht? Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Den FB-Baustein erkläre ich in einem weiteren Video. Falls ihr Videowünsche habt, schreibt es auch bitte einfach in die Kommentare.